Ja, moin Leute. Heute wird es mal ein bisschen intimer. In diesem Video zeige ich euch mehr von Rachel, meiner neuen Heimat hier in Amerika, wie wir hier so leben, was hier so vor sich geht, und ich zeige euch auch ein paar ganz tolle Aussichten von den Bergen hier in der Gegend. Bleibt dran, ich hoffe, euch gefällt's. Mir macht es jedenfalls einen Riesenspaß, das mit euch zu teilen. Also, los geht's. Wir bekommen hier in Rachel unsere Post nicht ins Haus geliefert, sondern es gibt in der Mitte des Orts eine zentrale Stelle, wo jeder ein Postfach hat, und da wird Montag bis Samstag jeden Tag die Post hingeliefert. Gucken wir uns das mal an. Hier links sieht man den dunklen Briefkasten, das ist ausgehende Post, und die grauen Kästen, das sind die jeweiligen Postkisten. Die gucken wir uns dann von der anderen Seite mal an. Unsere Briefkästen. Und so sieht das von der anderen Seite aus. Da hat jeder sein eigenes Fach und dann kann man sich die Post rausholen. Mal gucken, ob wir Post haben. Keine Post, so haben wir das gerne. Ich fahre noch ein bisschen zurück, dann könnt ihr das noch im Ganzen sehen. So sehen hier unsere Briefkästen aus. Und wer Pakete zu verschicken hat, wir haben hier in Rachel kein Postamt, der kann hier die Postbotin um die Mittagszeit rum treffen und kann ihr die Pakete geben, sofern man die schon frankiert hat. Die nimmt sie dann mit nach Alamo, das ist etwa eine Stunde Fahrt von hier. Da ist das nächste Postamt. Und da wir schon mal hier sind, machen wir noch einen kleinen Bogen und ich zeige euch noch kurz unsere Tankstelle. Die haben normal und auch Diesel, und man kann dort auch mit Kreditkarte bezahlen, solange wie das eine Kreditkarte ist, die hier in den USA genommen wird. Mehrere Zapfsäulen, die Kreditkartenleser funktionieren rund um die Uhr, könnt ihr also rund um die Uhr Benzin kaufen. Die Tankstelle wird liebevoll Alien Cowpoke genannt. Cowpoke ist eine Verballhornung von Cowboy, kann man so sagen. Also hier sind die Zapfsäulen, kleines Gebäude, die haben auch Souvenirs und Snacks. Könnt ihr gerne mal anhalten, die Leute sind ganz nett. Könnt ihr euch mit denen auch mal unterhalten, die können euch auch ein bisschen was über die Area 51 erzählen. Natürlich gibt es hier in Rachel auch keine Müllabfuhr, sondern wir bringen unseren Müll zu einer Deponie, die sich etwa einen halben Kilometer außerhalb des Orts befindet. Da sind ein paar Container aufgestellt und ich muss heute Müll wegbringen, deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Man sieht die Container jetzt schon auf der rechten Seite. Da biegen wir dann gleich ein und dann werfen wir den Müll da in die Container. Hier biegen wir ab. Normalerweise würde ich hier rückwärts reinfahren, dass ich vom Truck aus den Müll abladen kann, aber ich fahre jetzt einfach mal vorwärts, dass ihr das sehen könnt. Da sind also ein paar Schilder aufgestellt, was man alles nicht reinschmeißen darf. Keine Bauabfälle und kein Zement und keine gefährlichen Güter. Ja, und hier sind ein paar Container. Da tun wir unsere Abfälle rein. Und dann ist auf der Seite noch ein großer Container für größere Abfälle. Kartons, Kühlschränke, alle möglichen Dinge kann man da rein tun. Und dann werden die Sachen hier einmal in der Woche abgeholt und dafür zahlen wir jährliche Gebühr. Jeder in Rachel zahlt dafür eine Gebühr. Ja, hier fahren wir also an die Container ran. Den Müll habe ich für ein paar Wochen gesammelt und dann tue ich den in die Container rein.
Das ist unsere Müllabfuhr. Hier auf der linken Seite seht ihr die Stromleitungen, die im ganzen Ort den Strom liefern. Und der Kasten oder die Tonne oben an dem Strommasten, das ist ein Transformator. Da hat jeder Haushalt seinen eigenen Transformator und da wird die Spannung dann umgespannt auf die entsprechenden 120 Volt, die hier üblich sind, und ins Haus geliefert. Wir haben hier inzwischen auch Handyempfang. Seht ihr vielleicht voraus auf der linken Seite. Der große Sendeturm, das ist eine AT&T Handystation. Der kleinere Turm ist Verizon. Das ist hier im ländlichen Bereich der meistverbreitete Handyempfang. Und dann gibt es noch, fahren wir noch ein bisschen näher ran, auf dem kleinsten Sendeturm dort, die Panels, die man da sieht, das ist unser Wireless DSL, das ist also unser drahtloses DSL hier in Rachel. Darüber werden die Haushalte mit Internet versorgt. Die meisten Haushalte hier in Rachel heizen und kochen mit Propangas. Da hat jeder seinen Tank, 250 Gallonen auf dem Grundstück. Und dann kommt einmal im Monat der Tanklaster hier vorbei, bei jedem aufs Grundstück, guckt, ob die Leute Propan brauchen und füllt entsprechend wieder auf. Und wie bekommen wir in Rachel unser Wasser? Das zeige ich euch jetzt. In meinem Falle ist die Brunneninstallation unterirdisch. Das hat den Vorteil, dass sie im Winter nicht einfriert und man sich da keine Gedanken darum machen muss, das Brunnenhaus zu heizen. Diese Falltür hier, darunter ist mein Brunnen. Und ich hoffe, ich kann euch das mal so einigermaßen jetzt zeigen. Da unten ist meine Brunnenanlage. Die Leitungen, die ins Haus gehen und der Druckausgleichstank. Und dann geht von dort aus der Brunnen in die Erde. Am unteren Ende ist eine Pumpe, die das Wasser hochpumpt. Und was mache ich hier in Rachel, wenn ich gerade mal keine Videos mache? Eins meiner Projekte für diesen Winter ist diese ziemlich fliegende Verkabelung in meiner Garage für die Garagentoröffner und die Lampen durch eine etwas amtlichere Installation mit Steckdosen und so weiter zu ersetzen. Dann muss ich da oben hochklettern, Steckdosen anbringen, die Leitung hier runterlegen und hier am Sicherungskasten anschließen. Die meisten Straßen hier in Rachel sind ungeteerte Feldwege. Und wie man vielleicht so ein bisschen an den Hinterlassenschaften hier sehen kann, laufen hier auch die Kühe frei rum. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass neben dem Tourismus der Ackerbau hier in Rachel eine große Einnahmequelle ist. Hier rechts von uns sieht man Felder. Die haben in der Mitte einen Brunnen, wo Wasser hochgepumpt wird und ein Arm rund läuft zur Bewässerung. Dadurch entstehen kreisrunde Felder, die zeige ich euch dann mal ein andermal von weiter oben. Und hier wird vor allen Dingen Alfalfa angebaut. Das ist also ein Futtermittel fürs Vieh. Und auch einige andere Sachen. Mais haben sie schon versucht hier anzubauen. Der Boden ist sehr fruchtbar, aber man muss eben kräftig bewässern. Wir fahren vor uns genau auf den Tampa Ute Mountain zu. Auf der Rückseite von Tampa Ute ist eine Mine, wo Wolfram abgebaut wurde. Und wie ich höre, soll die Mine jetzt gerade wieder in Betrieb genommen werden. Die Mine lag jahrelang still, weil es günstiger war, das Wolfram aus China zu importieren. Aber in der gegenwärtigen Situation lohnt es sich wieder, das Wolfram abzubauen und hier in heimischer Förderung zu produzieren. Wir sind ja heute in der Kiesgrube nahe Rachel. Und was machen wir hier? Wir sind heute hier für ein paar Schießübungen.
Wir haben unser Arsenal an Waffen mitgebracht. Das sieht wahrscheinlich für Deutschland erstmal komisch aus, aber hier ist fast jeder Haushalt bewaffnet. Das ist auch völlig legal, man braucht keinen Waffenschein. Waffen sind keine Spielzeuge, sondern Waffen sind Werkzeuge, die einem bestimmten Zweck dienen, und natürlich muss man damit umgehen können. Deswegen sind wir heute hier, um damit zu üben. Und ich bin hier mit Linda. Say hi, Linda. Hallo. Und da ist unser Ziel. Und jetzt werden wir gleich mal ein paar Schießübungen machen. Los geht's. Did I hit anything? I don't Let's see think I what she did. hit. Yeah, she hit the 9. Nice. Fast genau ins Zentrum. I was going for the X. Ihr seht schon, dass die 45er Caliber ganz schön Rückstoß hat. Da muss man natürlich kompensieren für. Mal gucken. Und Look at that. genau ins Zentrum. Awesome. Super Schuss. Genau ins Zentrum. Okay, jetzt probiere ich mal hier meine 40 Caliber aus. Die wird hier im Polizeidienst gerne verwendet. Das ist eine Automatik. Ich habe das Magazin hier schon eingeschoben und ich muss dann noch einmal durchziehen, dass die erste Kugel in den Lauf kommt. Jetzt ist es scharf. Ja gut, alle im Bereich der 8, einige 7er. Und auf jeden Fall, dem guten Mann ging es nicht mehr so gut. So, dann werde ich mal mein Glück mit meinem Revolver versuchen. Und schauen, wie gut ich damit noch bin. Ja, etwas hoch. Versuchen wir noch einen. Wieder etwas hoch. Okay, zielen wir etwas tiefer. Man kann schon ganz deutlich sehen, die Unterschiede im Kaliber. Das sind die Schüsse eben von mir. Und die großen Kaliber, das war die 45er. Ich habe auch hier gezielt und habe also immer ein bisschen Rechtsdrall gehabt. So, für heute haben wir genug. Und wie ihr gesehen habt, werfen die Automatikwaffen die Hülsen jeweils aus. Und wenn wir fertig sind mit dem Schießen, dann versuchen wir immer so viel wie möglich von den Hülsen aufzusammeln, die hier überall rumliegen. Und das machen wir jetzt, bevor wir wieder nach Hause fahren. Ich weiß nicht, ob man die Hülsen auf dem Video sehen kann, aber Linda ist schon dabei, die alle aufzusammeln. Zum Abschluss unseres kleinen Videos möchte ich euch heute noch eine Stelle zeigen mit ganz toller Aussicht über Rachel und über unser ganzes Tal. Es ist kalt geworden inzwischen. Letzte Nacht hatten wir schlappe minus 14 Grad Celsius. Das Kälteste, was ich hier in Rachel mal erlebt habe, waren minus 28 Grad. Die Stelle, wo wir heute hinfahren, ist etwas schwer zu erreichen und sie hat für mich auch eine ganz besondere Bedeutung. Wir haben dort oben die Asche von 2 Freunden von mir verstreut, die viel zu früh von uns gegangen sind. Bill Whiffen und Dave Sims. Ich hoffe, ihr habt deshalb Verständnis, dass ich die genaue Beschreibung zu der Stelle hier im Internet lieber nicht veröffentlichen möchte. Die Stelle ist bekannt als Fort Sims nach Dave Sims. Dort oben haben Dave und Bill vor vielen, vielen Jahren einen kleinen Unterstand gebaut, von dem aus wir dann die Flugübungen hier in der Gegend beobachtet haben. Hier geht es gleich den Berg hoch und auf dem Berg vor uns ist das Fort Sims.
Und da ist er, der tolle Blick über unser Tal. Zeige ich euch gleich noch mal ein bisschen näher. Wir sind gleich hier, wo wir parken, und dann gehen wir zu Fuß vorne auf den Punkt. Hier sind wir also bei Fort Sims. Wir marschieren jetzt mal vorne auf den Punkt, wo der Ausguck war. Und wie ihr seht, gibt es hier eine Tafel, die an Dave Sims erinnert. Und der Propeller erinnert an Bill Whiffen. Ist ein bisschen verwittert im Laufe der Jahre, aber immer noch gut zu erkennen. Diese Tafel erinnert an Dave Sims und an seinen Hund Coco. Bill Whiffen hat diese Tafel aufgestellt und ist dann leider kurz danach selber verstorben. Und an ihn erinnert dieser Propeller hier auf der Seite. Beide wachen heute über Fort Sims. Hier ist der Ausguck oder was noch davon über ist. Und dort sieht man im Tal den Ort Rachel. Und vielleicht kann man das erkennen, die kreisrunden Felder, die jeweils bewässert werden. Gucken wir uns einmal im Tal um. Hier der Temper Ute Mountain mit der bereits erwähnten Wolframmine. Weiter herum die Worthington Mountain Range und das nördliche Sand Spring Valley. Weiter herum hinter Rachel die Quinn Range mit Quinn Canyon. Und dort ist der Queen City Summit. Im Hintergrund der höchste Berg ist der Reveille Peak. Und weiter herum, man sieht im Vordergrund die Felder von der Farm. Dort sieht man gerade ein Fahrzeug auf der Straße zum Berggate fahren. Und dort ist das Berggate, der Hintereingang der Area 51. Hier nochmal mit stärkerer Vergrößerung ein Blick auf das Berggate, auf den Hintereingang der Area 51. Man kann die Befestigung erkennen, einige Gebäude und auch den erst kürzlich errichteten Sendeturm dort. Hier nochmal ein Blick über Rachel. Dort ist die Tankstelle. Und weiter herum der gesamte Ort. Wie ihr seht, sind die Häuser sehr weit auseinander. Die Grundstücke sind in Rachel sehr groß. Land ist billig, aber die Erschließung ist sehr teuer. Mit diesem Blick zurück auf Fort Sims verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in das Leben in Rachel gefallen. Viel mehr Informationen auf meiner Rachel-Website unter dieser Adresse. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert bitte meinen Kanal.